Einen schönen guten Morgen, liebe Autofreunde. Wir haben heute wieder einen ganz speziellen Film bei Cargold YouTube, wo ihr seid. Wir haben hier einen Mercedes 450 SEL 6,9. Das könnt ihr am Heck sehr gut erkennen. Aber das ist ein ganz, ganz besonderes Auto. Das ist nämlich der Dienstwagen von Herrn Marcel Dassault. Herr Dassault hat Flugzeuge konstruiert, unter anderem die französische Mirage. Und dieser 6.9 hat was ganz Besonderes. Der ist immer im Einsatz gewesen, aber er hat Details, die normale 6.9er nicht haben. Auch wenn er im Zustand, ich sag mal so 2 bis 3 ist, aber man sieht dem Auto die Bedeutung an. Ich setze mich jetzt mal hinten in den Fond, wo Herr Dassault immer chauffiert wurde. Chauffeur haben wir heute leider nicht. Aber ihr könnt sehen, dass der Wagen eine spezielle Frankreich-Ausstattung hat, nicht nur, sondern auch hier eine Trennscheibe, die man runterfahren kann und hier einen Haltegriff. Also sitzen tue ich hier hinten wirklich exzellent. Ich habe einen riesen Platz. Warum hat man das gemacht? Also Mirage ist ja eine Militärmaschine gewesen, die man gebaut hat. Er hat auch diese Learjets gebaut, die Falcon Jets, habt ihr sicher schon mal gehört, könnt ihr auf jedem Flughafen sehen. Und er hat natürlich hier entsprechend geheime und diskrete Verhandlungen im Fond geführt. Und dann wollte man halt eben nicht, dass die Chauffeure vorne das irgendwie mitbekommen oder sonst jemand. Dadurch hier die Trennscheibe. Ich habe bei einem 6.9 noch nie eine Trennscheibe gesehen. Ich kenne das bloß vom Mercedes 600. Und das Tolle ist, er hat hier hinten eingebaut, also neben den Haltegriffen. Hier hat er ein Radio, hat nämlich vorne ein Bäcker Mexiko, kann das von hier aus bedienen und hat auch hier vorne ein kleines Sprechgerät, ein Mikrofon, wo er dem Fahrer sagen kann, was der machen soll. Und ihr könnt vorne am Lenkrad sehen, dass da dieses Mikrofon auch ist. Ja, dann hat er hier eine Beleuchtung, dann hat er hier einen Schiebedachschalter, aber was das soll, weiß ich gar nicht. Das ist die Trennscheibe. Ach, die Trennscheibe, natürlich. Das muss echt schneiden, das geht ja gar nicht. Entschuldigung, also ich bin nicht so oft in der Rolle von Herrn Dassault. Also auf jeden Fall ist das hier die Trennscheibe. Wenn wir nachher die Zündung anmachen, zeigen wir euch das mal. Das Tolle ist, ein Riesenplatz in diesem Auto. Dieser 6.9er ist 1976 gebaut worden. Und Herr Dassault war da schon sehr alt. Also der ist mit 94 Jahren gestorben und hat seinen Konzern mit 16.000 Mitarbeitern 1928 schon gegründet. Also der war in Frankreich bekannt, der hat alle möglichen Orden bekommen. Und sowas wie diesen Wagen hier, das ist absolut was Seltenes. Also der Herr Dassault hatte natürlich immer einen Chauffeur, das kann man vorne noch sitzen, aber einen Chauffeur können wir uns leider nicht leisten. Also in dem Fall muss ich das jetzt selber machen. Ich setze mich jetzt nach vorne hin und dann werden wir dieses tolle Auto mal bewegen. Ich weiß nicht, was es ist, aber der Wagen hat was Spezielles. Er hat immer seine Inspektionen bekommen. Er fährt wirklich toll. Er ist zwar einmal komplett lackiert worden, aber man sieht, dass das Auto mal bedeutenden Leuten gehört. Und man merkt das an jedem Detail. Das Einzige, was man vielleicht machen müsste, das sind die Felgen. Das sind noch die original alten Fuchsfelgen, 215er. Und die müssten einfach mal lackiert werden. Das muss gemacht werden, aber da hat man wohl nicht so viel darauf geachtet. Auch der Fahrersitz vom Chauffeur, da haben wir uns jetzt entsprechende Dinge bestellt von der Lederspezialfirma. Das wird danach wie neu sein, weil das ist nichts kaputt am Interieur. Das muss nur ein bisschen aufgearbeitet werden. Aber jetzt wollen wir das Auto mal fahren. Jetzt setze ich mich mal vorne hier ans Volant. Ja, der Wagen hat ja eine fantastische Luftfederung, war damals das Spitzenmodell von Daimler-Benz. Ab 1975 ist er ungefähr 5 Jahre gebaut worden mit 7000 Einheiten. Und hier haben wir halt eben ein Fahrzeug, da sage ich mal, der war immer in Wartung. Man merkt auch an der Ausstattung dieses Anthrazit, die Farbe, die ist toll, finde ich, steht im Wagen mit dem beigen Leder. Finde ich absolut klasse. Man sieht das, wenn man um den Wagen herumgeht. Ja, der Wagen hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Und ich sage mal, wenn es jemanden gibt, der sagt, okay, ich möchte einen 6.9er aus der Zeit als Alltagsauto fahren, mit dem Auto hier geht das. Der Wagen ist nicht im Zustand 1, das ist ein ganz tolles Fahrauto, das merkt man auch jetzt schon. Der hat gelaufen 149.000 Kilometer, das ist nicht viel. Wir haben viele Unterlagen zu dem Wagen dabei. Und wer sagt, ich möchte, das Auto ist auch gar nicht teuer, der kostet unter 60.000 Euro. Also dafür einen echten 6.9, also allein wenn man für so ein Auto einen neuen Motor braucht, das kostet ja schon richtiges Geld und ist hier aber nicht nötig. Also laufen tut der wirklich klasse, der Wagen. Ich wundere mich, wieso der warm macht, weil die Heizung läuft. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt die Heizung aus.
Ja, das Auto hat 286 PS, hat eine fast 7 Liter Maschine, läuft 234 gemessene Stundenkilometer Spitze und war wie gesagt ganz lange in diesem Dassault-Konzern und ist dann vor 30 Jahren auf der Retro Classics auf der Retromobil in Frankreich verkauft worden, in Paris. Und von einem Sammler, und der hat es dann an einen Freund weitergegeben und der hat das Auto seitdem. Also ich sag mal, an sowas hier kommt man nicht ran. Man sitzt hinten vorzüglich vorne. Ich sag mal, als 2-Meter-Mann würde ich hier nicht sitzen wollen, aber so wie ich hier sitze, kann man wunderbar fahren mit dem Auto. Und wohlgemerkt, also so eine Trennscheibe ist absolut selten. Auch diese Ausstattung, und es ist halt eine Frankreich-Ausstattung, er hat vorne die gelben Nebellampen, daran erkennt man, dass es ein Franzose ist. Und was ich absolut markant und klasse finde, das ist diese irre Antenne hinten auf dem Kofferraumdeckel. Zu der Zeit gab es ja noch keine Handys oder Mobiltelefone. Da musste man dieses B2-Netz, ich glaube, das gab es 1976, sich halt montieren. Das war ein Riesenkasten für den Empfänger mit dabei. Also das war einfach eine andere Zeit. Das Auto ist mittlerweile fast 50 Jahre alt. Also was ich jetzt sagen kann, laufen tut er wirklich erste Klasse, der Wagen. Und durch diese tolle Federung, man schwebt richtig, man merkt, das ist ein richtiges Luxusgefährt. Er hat leider kein Wurzelholz, damals hat man das einfache Zebrano genommen. Er hat eine Klimaanlage hier vorne, er hat hier vorne das Becker Grand Prix und von hinten die Bedienung für Herrn Dassault. Also das Auto ist eigentlich was für einen Sammler, bekommt man so nicht wieder mit Trennscheibe. Hinten ist ein herrlicher Platz und auch dieses Leder, was er hat. Man sieht, dass das nicht mehr neu ist, aber es ist nirgends kaputt oder zerrissen. Es ist schön weich gesessen, hat 4 Kopfstützen übrigens. Ich glaube, die 4 Kopfstützen waren damals extra, es gab den nur mit 2 Kopfstützen. Und der Herr Dassault ist natürlich immer gefahren worden hinten, also er ist nicht selber gefahren, wie ich das jetzt gerade mache. Aber ihr müsst mal gucken, also laufen tut der klasse, der Wagen. Wunderschön. Er hat alle Inspektionen immer bekommen. Das Einzige, was mir jetzt so als Mangel aufgefallen ist, die Felgen, die haben noch einen ersten Lack und der ist halt eben nach fast 50 Jahren ein bisschen verwittert. Das sollte man mal machen, aber so eine Felgenaufarbeitung kostet vielleicht 1000 Euro. Es sind immer noch die echten Originalen, die sollte man unbedingt belassen bei dem Wagen. Und ja, vom Fahren her super. Man erkennt ihn übrigens am Tachometer. Er hat eine Skala bis 260. Ein 450 SEL, der hatte ja auch 8 Zylinder, da ging der Tacho nur bis 240. Da kann man auch von innen den 6.9er erkennen. Der dreht maximal 5000 Umdrehungen, hat gut 20 Sekunden bis 200 gebraucht, war in 7 Sekunden auf 100. Also gleiten tut er gut, Automatikgetriebe schaltet toll, er trampelt nicht oder irgendwie sowas. Fährt sich alles gut an. Natürlich hat so ein Wagen auch Servolenkung, 4 Scheibenbremsen und wiegt ungefähr 2 Tonnen, also 2,1 Tonnen. Und wenn ihr 2 Tonnen bei 200 Sachen über die Autobahn bewegt, das war was. Aber ich glaube, das hat man hier nicht gemacht. Ich habe so den Eindruck, dass der Wagen mehr Kurzstrecke bewegt wurde. Und das sieht man auch hier vorne an dem Fahrersitz. Aber wie gesagt, wenn wir das Auto verkaufen, ist der aufbereitet. Das machen wir nächste Woche. Und dadurch, dass nichts kaputt ist im Leder, kann man das wunderbar machen. Ganz wichtig bei solchen Autos, dass sie das originale Interieur haben. Wenn da mal ein neues Interieur reinkommt, ist der Witz weg. Dieses schöne alte Leder, was man damals noch gebaut hat, das gibt es heute nicht mehr. Und dann ist dieser Geruch auch in dem Auto. Also das hat der Wagen hier noch. Er riecht noch richtig nach alter Zeit, das ist der Auslieferungsgeruch von Mercedes. Ich habe ja viele Autos damals auch fast neuwertig gehabt. Ich mache es ja schon 40 Jahre. Das hat man mit dem Auto noch und fahren tut er sich toll. So, wir werden jetzt gleich mal Platz suchen, wo wir euch mal die Maschine zeigen. Also man sieht dem Auto an, dass er stets benutzt wurde. Aber das Auto hat eine tolle Ausstattung, hat einen ganz tollen Charakter, wie er nicht bei allen 609ern zu finden ist. Das ist ja die Baureihe 116, die man ab 1972 dann gebaut hat bis 1980. Also bis heute eine sehr, sehr erfolgreiche Baureihe. Das ist einfach ein Auto, was aus dem Vollen geschöpft war. Danach kamen die ganzen elektrischen Helfer bei den Autos, dann haben sich die Zeiten verändert. Ab der Baureihe 126, die man da so ab 1981 gebracht hat, das war nicht mehr das, was das ist hier. Das war noch eine S-Klasse, die aus dem Vollen geschöpft ist und mit 286 PS hatte der auch ausreichend Drehmoment, also ungefähr 600, um den Wagen aus jeder Situation toll nach vorne zu schieben.
Und als 6.9er ist halt eben toll hier mit dieser Historie, wem das Auto gehört hat. Ich zeige euch da mal ein paar Bilder dazu, was er eigentlich gebaut hat hier. Hier so gerade drauf. So. So, jetzt noch mal ganz kurz, hier hat ja Luftfederung, hier könnt dieses Zeichen, den konnte man auch hochfahren, den Wagen hat er mehr Beinfreiheit, Bodenfreiheit gehabt. Hier ist der Hebel hier vorne, den ziehen wir jetzt aber nicht, das lassen wir mal so. Und man sieht hier halt die 260, die Stundenkilometer-Skala, das ist ein 6.9. Den Tacho hat nur der 6,9 Liter gehabt aus der Baureihe 116. So, jetzt steige ich mal aus und ziehe mal die Maschine auf vorne, den Motorraum. Ist übrigens noch was, das sollte Paul euch vielleicht mal kurz zeigen. Hier bei den frühen 6.9ern, das ist ja ein früher, weil er aus 1969 ist, da war die Mittelkonsole noch aus Plastik. Das ist später dann, also ich glaube ab 77, 78 auch Holz gewesen, so wie hier vorne. Daran sieht man, das ist ein frühes Auto. Hier vorne ist normalerweise Schiebedachschalter, aber das ist hier für unsere Scheibe hoch und runter. Wenn er so hinten diskret seine Verhandlungen geführt hat, da musste natürlich Ruhe sein, durfte niemand mitbekommen. Ja, also schaut mal hier, für die, die es nicht wissen und für die, die es interessiert, das ist hier die Mirage gewesen. Das ist heute noch im Einsatz, diese Militärmaschine, die hat er konstruiert und gebaut in seinem Konzern. Ab 1928 in Betrieb. Und das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, das ist eine Falcon, einer der teuersten Business-Jet, die es gibt, die bauen die bis heute. Also das ist ein Konzern in Frankreich, der sehr wichtig ist. Da muss ich das Licht ausmachen wieder, ne? Nicht vergessen. Ja, der 6.9 Motor ist hier vorne gebaut. Sein Vorgänger war ja der 6,3 Liter Mercedes. Das hier war eine Weiterentwicklung. 6.3er hat es ja auch damals gegeben im 600er Mercedes. Hier vorne ist die Plakette, Baureihe 116, Farbnummer 172G. Das ist Anthrazit Metallic, das hat er. Also es sind alle Schilder und Plättchen hier da. Und das ist halt eben eine gebrauchte 6.9 Maschine. Aber immer die Wartung gemacht, alles getan. Der läuft klasse, das merkt man einfach. Hat einen sehr großen, durch die 7 Liter Hubraum, sehr viel Öl da drin, über 10 Liter. Und ist auch sonst, wenn man mal guckt, das ist ein gepflegtes Auto. Der Wagen war immer in Pflege für den Chef selber, für Herrn Dassault. Das ist klar. Und ich sag mal, ein Auto aus so einer Hand kaufe ich oder besorge ich eigentlich gerne, weil es was Besonderes ist. Der hat auch hier vorne keinen großen Steinschlag. Also der ist wohl nie richtig schnell gefahren worden. Schaut euch das mal an. Der Chrom ist im guten Zustand. Jetzt kann man natürlich eins sagen, die Franzosen sind ja sehr schick. Er hat diese, das ist im Volksmund genannt, Zigeunersicheln. Schaut euch das mal an hier vorne. Also das kann man schlecht finden oder gut finden. Ich meine, bei dem Auto in der Gesamtschau passt das irgendwie wieder. Man kann sich das abbauen, das ist kein Problem. Es ist ja nicht original gewesen. Aber wenn ihr mal guckt, wie die Stoßstangen sitzen, wie der Chrom sitzt, das ist alles schön gerade an dem Auto. Und ich bin der Meinung, dass diese Farbe, dieses Anthrazit mit dem beigefarbenen Leder, steht dem Wagen exzellent. Also wenn man sich jetzt dazu vorstellt, dass man sich einen Satz neue Felgenschrauben besorgt und die Felgen lackieren lässt, ist das ein wirklich toller Wagen. Also Auto ist was Besonderes. Ich gucke mal hier in den Tank, der hat einen 96 Liter Tank, der Wagen. Bewegen kann man den mit 15 bis 20 Litern ungefähr. Der Tank ist also recht groß. Und das total Tolle, das ist auch Kult, meine ich, ist diese Antenne. Die meisten Leute wissen heute gar nicht mehr, was das eigentlich heißt. Er hat ein Autotelefon, wahrscheinlich sogar ein Satellitentelefon. Er war ja ein ganz bedeutender Unternehmer. Und das strahlt dieses ganze Auto aus. Also ich bin der Meinung, man muss ihn so lassen, wie er da steht und wie er da ist. Weil so ist der Wagen total edel. Mit seiner 8-Zylinder-Maschine, mit seiner tollen Geschichte. Jetzt 30 Jahre im Besitz. Mal in Frankreich erworben und immer gepflegt. Jetzt gucken wir mal in den Kofferraum. Das waren damals noch Kofferräume, die waren groß. Das sind übrigens hier Fußmatten aus Lammfell. Die hat er sich damals, die waren drin, die haben wir jetzt noch rausgenommen. Drunter ist die Gummimatte, Original Daimler-Benz. Auch sonst ist der Kofferraum ordentlich. Aber hier sieht man, also man hat einfach nur das Teuerste und das Beste für einen Chef gemacht seiner Zeit. Und man merkt, dass das Auto, dem ist es immer gut gegangen. Sein ganzes Leben lang. Und ich denke, dass sowas, weil der auch, meine ich, nicht so teuer ist, ein interessantes Fahrzeug. Also wer Lust hat, einen 6.9er wirklich täglich zu fahren, mit dem Auto kann man das machen. Macht einen riesen Spaß. Er hat ein bisschen höheren Benzinverbrauch, aber dafür, dass der Wagen jetzt schon
50 Jahre im Einsatz ist, fast 50 Jahre im Einsatz, hat eine ganz tolle Ökologiebilanz und der wird auch noch lange so bestehen bleiben. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal, wie Ledersitze aussehen, die noch original sind, aber halt ein bisschen runter sind, aber nicht kaputt. Schaut mal hier, das müssen wir in Ordnung bringen. Da fehlt die Farbe, auch hier vorne. Das haben wir uns besorgt, aber jetzt nicht diese dicke Farbe, sondern man kann das so einpolieren, dass das wieder aussieht wie da drüben. Also wenn wir euch den ganzen Innenraum hier aufgearbeitet haben, sieht das Auto wirklich klasse aus. Und wir müssen diese Farben immer bestellen. Das dauert ein paar Wochen. Dann haben wir gesagt, jetzt geht's mit dem Wetter, jetzt drehen wir den Film. Übrigens hier vorne 4 elektrische Fensterheber hat das Auto. Und man sieht auch an diesem Lenkrad hier, dass da so viel nicht bewegt wurde. Es gibt ja Lenkräder, sind teilweise richtig aufgequollen und rundgewetzt. Das ist hier nicht der Fall bei dem Auto. Tja, also ist ein Auto, wohlgemerkt, immer in Pflege gewesen, immer alles dran gemacht worden. Übrigens ganz interessant, diese Rinnen, die Mercedes hier hat, das kam hier zum ersten Mal in der S-Klasse. Ich kann mich daran erinnern, früher bei der Baureihe 108 bis 72 war das noch nicht der Fall. Da lief das Regenwasser dann immer da hinten vorbei. Und hier lief es von der Scheibe runter, wurde hier oben rübergeführt und hinten abgeleitet. Das war damals eine Erfindung, die war ganz neu. Die gab es noch nicht. Auch die Scheibenwischer seinerzeit aerodynamisch angelegt. Bei der Baureihe 108 ging die noch so auseinander und hier hat man das auch geändert. Also dieser Wagen war ein sehr, sehr innovativer Wagen, als der gebaut wurde. Und der hat also Neuerungen und vor allen Dingen Sicherheitsverbesserungen, die hat es beim Vorgängermodell nicht gegeben, beim 6.3. Hier vorne kann man einen Franzosen erkennen. Er hat die gelben Lampen hier vorne, könnt ihr das sehen. Hat auch einer der ersten Wischwaschanlagen überhaupt für die Beleuchtung. Das ist seinerzeit neu entwickelt worden. Ja, und wenn man guckt, also von außen, auch weil er Colorverglasung hat und hier oben auch dieses grüne Glas, das gehörte hier zu dem Auto. Frankreich ist ja ein bisschen wärmer als bei uns. Finde ich, sieht der Wagen ganz, ganz edel aus. Ist eine tolle Reiselimousine. Ist auch vernünftig lackiert worden. Ich weiß nicht, wann das gemacht wurde, aber es muss über 30 Jahre her sein. Denn der jetzige Besitzer, der das Auto so lange hat, das nicht machen lassen. Und wenn man auch sieht, wie der Wagen so steht, also das Auto ist ein richtig tolles Bild, finde ich. Wunderschönes Teil und diese Antenne da hinten, die muss man unbedingt da lassen. Ob man die Chromleisten jetzt um die Radhäuser lässt, ja gut, das muss sich jeder selber überlegen. Aber der jetzige Besitzer hat das so schon gekauft. Das muss wohl Marcel Dassault seinerzeit so haben dran bauen lassen. Es sieht einfach nach mehr aus. Und ich glaube, mittlerweile ist sowas ja wirklich schon retro. Ich finde, das passt zu dem Wagen. Also im Moment ist die Scheibe unten und die fährt kaum jetzt mal hoch und dann könnt ihr mal sehen, wie weit die absteht. Oh, der zieht ab, du. Oh, der zieht schön durch. Ja, da merkt man halt 7 Liter Hubraum. Auto hat eine tolle Beschleunigung. Und das macht er völlig entspannt, der Wagen. Also es ist wieder so richtig Freude am Auto. War ja in den 70er Jahren der Luxus-Mercedes, der gebaut wurde, mal vom 600er abgesehen. Aber wer was auf sich hielt und bedeutend war, der hat sich einen 6.9er gekauft. Genau hießen die 450 SEL 6.9. Ja, Fazit: Mercedes-Benz 450 SEL 6.9. Immer noch ein herrschaftliches Fahrzeug. Es gibt heute nur noch wenige gute. Wenn ihr die mal googelt, sind viele Autos mit 300.000 bis 600.000 Kilometer zu kaufen. Kosten auch immer noch Geld. Er hat jetzt hier 149.000 auf der Uhr. Die sind auch echt, die stimmen auch. Fahren tut er sich sehr gut. Er schiebt toll an. Aber so richtig rasen möchte man gar nicht mit dem Wagen. Also ich genieße das, hinter so einem Steuer zu sitzen. Das ist absolut noch 70er Jahre. Ich sag mal, da war die Welt wirklich noch in Ordnung. Da haben wir wirklich eine richtige Demokratie gehabt. Da waren die Leute motiviert und begeistert. Deswegen hat man damals so schöne Autos gebaut. Und da kam es nicht nur auf 1000 PS an und auf ein möglichst aggressives Design, sondern die Menschen haben das gelebt. Die Leute hatten nämlich Freude. Und wenn ich so einen Wagen damals gesehen habe, da war ich einfach stolz. Da dachte ich, Mensch, guck mal, wer sitzt da wohl drin? Aber wie gesagt, das waren andere Zeiten.
Und man sieht das solchen Autos ganz einfach an. Und wenn ich mit so einem Wagen jetzt fahre, ich bin da mittlerweile 63 Jahre alt, denke ich an die alten Zeiten. Und die alten Zeiten waren bestimmt nicht schlecht. Die haben Dinge gehabt, das war zwar alles nicht so modern wie heute, aber man hat sich da insgesamt wohler und besser gefühlt. Und dieses Gefühl, dass man sich gut, sicher und wohl fühlt, das gibt es in Deutschland im Moment leider nicht mehr. Und man kann nur hoffen, dass sich das irgendwann wieder ein bisschen verbessert, weil so wie es im Moment ist von der Stimmung her, möchte ich es nicht belassen. Und das führt auch dazu, dass wir im Moment als Deutschland wirklich große wirtschaftliche Probleme haben. Also ich sage mal, wenn wir nicht den internationalen Markt hätten aktuell, würden wir unser Geschäft gar nicht mehr betreiben können, weil in Deutschland fast kein Umsatz möglich ist im Moment. Aber je weiter man von Deutschland wegkommt, umso besser wird das. Die Italiener kaufen, die Franzosen kaufen. Nach Ungarn haben wir Autos verkauft, nach Polen. Da sind Länder, die sind einfach anders beieinander, also zumindest aktuell, und da wird gekauft. Das ist im Moment in Deutschland ein bisschen schwierig und man kann nur hoffen, dass jeder Bürger mal darüber nachdenkt, ob er sich mal an die Zeiten besinnt, 70er, 80er, 90er Jahre. Die waren nicht so schlecht für Deutschland und da galt Deutschland noch jemand in der Welt. Das war Made in Germany, war einfach ein Name, das ist heute vorbei. Heute wird ja unser Außenminister nicht mehr mal richtig empfangen oder unser Bundeskanzler wird also empfangen von irgendeinem drittklassigen Bürgermeister, wenn er in China ist. Da muss man mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob die Richtung passt. Aber das sei nur am Rande gesagt. Wenn wir uns weiter auf unsere demokratischen Tugenden besinnen, dann werden wir das auch wieder hinbekommen. Ja, so viel mal so ein kleiner Ausflug. Ich erzähle das immer deshalb, weil das ist ein Auto aus der Zeit, da tickten die Uhren eben doch ein bisschen anders und da hatte man auch Respekt für Unternehmer. Da fand man das ganz toll, wenn jemand so ein Auto hatte. Und man hat sich mit daran gefreut, weil das einfach toll ist, sowas. Das war das Beste, was die Automobilkunst seinerzeit hervorgebracht hat in Deutschland. Und damit war man auch wirklich weltweit führend, ganz klar. Ja, jetzt sind wir so ungefähr 15 Kilometer unterwegs gewesen mit unserem Mercedes der 70er Jahre, das Spitzenmodell von 1970 oder ab 1976. Man merkt, dass der immer gut geserviced wurde, der schaltet gut, dieses Automatikgetriebe funktioniert prima, die Hinterachse macht keine Geräusche, Federung ist herrlich, die Bremsen packen gut zu, er zieht nicht nach links oder nach rechts. Also ich würde mal sagen, rundherum ein gutes Auto, man muss aber trotzdem wissen, der Wagen ist halt nun mal 50 Jahre alt. Und selbst wenn da jetzt gerade alles funktioniert, man muss immer 10.000 € in der Tasche haben. Es kann immer mal was sein. Sind halt eben doch viele alte Teile. Wichtig ist bei so einem Wagen, dass der immer geserviced wurde. Das können wir hier ganz gut nachvollziehen. Ist immer alles gemacht worden, kommt auch aus wirklich guten Händen, der Wagen. Und das spürt man, wenn man ihn fährt. Also wenn man wirklich sagen wir mal, man fährt im Jahr 10.000 Kilometer und man sagt, es kommt mir nicht ganz so drauf an. Ich möchte ein schönes, tolles Auto bewegen, wo ich ein tolles Gefühl habe, wo ich Freude am Auto leben kann, wo ich das habe. Da ist das hier eine gute Wahl. Der Wagen ist nicht teuer, man wird bei dem Auto garantiert kein Geld verlieren. Man kann ihn noch ewig fahren, wenn man ihn vernünftig fährt, also dann schön warm fahren und so, wenn die Maschine kalt ist, da muss man darauf achten. Aber da würde ich mal sagen, also auch hier Öldruck, guck mal, das stimmt alles bei dem Auto. Hier vorne ist ja die Tankanzeige, hier vorne ist Öldruck. Also man merkt, dass das alles sich in einem gesunden Zustand befindet. Der Wagen ist auch gepflegt. Wir haben ihn schön gereinigt. Wir machen jetzt noch hier den Fahrersitz, dann ist das auch tipptopp. Ja, da braucht man an dem Auto eigentlich nichts mehr machen. Reinsetzen, losfahren. Ich glaube auch, er hat sogar TÜV neu. Das ist immer regelmäßig gemacht worden. Also rundherum wirklich ein schöner Wagen, kann ich nicht anders sagen. Ja, und der 6.9er, wenn man sich das mal anguckt, so ein Wagen ist ja heute noch eine Koryphäe. Also das ist ja heute fast eine Legende, kann man sagen. Von so einem Wagen redet man, genauso wie ein 6,3 Liter Mercedes. Das waren seinerzeit ganz große Würfe von Mercedes. Nur wenn ich mir heute angucke, aktuell, was Mercedes baut, da kommt man gar nicht mehr durch. Was ist eigentlich was? Der Wievil der SL63 kommt an den Markt oder 65 AMG oder was weiß ich nicht was. So richtig spannend ist das nicht. Aber wenn man jemandem sagt, der sich ein bisschen auskennt, wir haben einen 6.9er, weiß man sofort, was damit gemeint ist. Gute alte Zeit, richtig tolle Limousine. Ja, und Freude am Auto. Ja, und in dem Sinne möchte ich mich jetzt bei uns verabschieden. Da vorne ist Beuerberg wieder zu sehen, wo das Auto jetzt hinkommt. Werden noch ein paar Kleinigkeiten dran gemacht, dann kommt er in Verkauf die nächsten Tage. Ja, das war jetzt unsere Probefahrt vom Vorstandswagen von Dassault in Frankreich, von Monsieur Dassault, sein Auto, was er sehr lange bewegt hat.
Ich finde, ein schicker Wagen ist jetzt bei uns im Beuerwerk zu haben. Kommt gerne vorbei, gibt immer, ihr wisst ja, Cola oder Kaffee. Und das könnt ihr an dem Auto sehen, wenn ihr was habt, was keiner hat. Besondere Autos, bitte mich anrufen, habe ich immer Interesse dran. Also, bis demnächst, euer Stefan und ciao.